Schläft der VW-Konzern eigentlich? Hallöchen, VAG, was ist los? Warum der Kia Ceed Sportswagen PHEV, also Plug-in-Hybrid, in seiner Nische ein echtes Unicorn, ein Einhorn auf dem Automobilmarkt ist und warum dieses Paket uns Deutschen mehr umhauen wird als Mike Tyson, das seht ihr in unseren 10 Fakten zum heutigen Testobjekt. Wenn es euch interessiert, bleibt gerne dran. Ach, übrigens, ihr findet uns von www.derautotester.de, dem Autotester eures Vertrauens, auf Instagram, Facebook, YouTube, auf TikTok inzwischen. Ansonsten auf unserem Online-Magazin. Schaut da gerne durch, abonniert das, würde mich sehr freuen. Ich bin übrigens der Jan und dann geht's auch los mit unseren, 10 Fakten zum Kia Ceed SW PHEV. Viel Spaß beim kurzen Review. Kommen wir zum ersten Punkt, nämlich den Umweltbedingungen bzw. der Historie von unserem heutigen Testobjekt. Und den gibt es als Kia Ceed seit 2007 auf dem Markt. Im gleichen Jahr kam dann auch eine SW Sportswagen Kombi-Variante. Inzwischen ist er in dritter Generation echtes Erfolgsmodell seit 2018. 2019 kam auf der Plattform der X-Ceed, also ein SUV. Und jetzt 2020 spendieren die Koreaner den Modellen X-Ceed und Ceed SW, also einen Plug-in-hybriden Antrieb. Warum? Naja, der Staat will es so. Zum einen drohen Strafzahlungen, wenn man zu viel CO2 in der Flotte hat, über 95 Gramm im Durchschnitt. Und zum anderen will man die Kunden dazu bewegen, die Autos zu kaufen, denn unter 40.000 € Bruttolistenpreis bekommt man ja eine Kaufpreisrückerstattung bzw. eine Subvention oder Prämie von 4.500 € zur Hälfte getragen vom Hersteller, zur Hälfte getragen vom Staat. Und ich glaube, wir Deutschen stehen auf Kombis in der Kompaktklasse und wir stehen auf Geld sparen. Deswegen bin ich relativ sicher, dass dieses Modell genauso wie der X-Ceed ein echter Kassenschlager werden wird. Kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich den Wettbewerbern. Und stopp! Es gibt keine Wettbewerber hier, denn das ist der einzige kompakte Kombi mit Plug-in-hybridem Antrieb europaweit aktuell. Und ich sage euch was, das ist zum einen ein großer Beweis von Stärke und der Möglichkeit, sich schnell an ändernde Umweltbedingungen anzupassen von Kia, denn wir haben den Niro als Plug-in-Hybriden, wir haben den X-Ceed jetzt als Plug-in-Hybriden und eben diesen Kombi sehr gut, sehr bezahlbar. Statt 1% zahlen wir nur 0,5% Dienstwagensteuer, 0,25 nur bei rein elektrischen Modellen, dann unter 40 bzw. 65.000 €. Wir haben bei Kia auch noch den e-Soul oder den e-Niro mit einem rein elektrischen Modell, genauso beim Schwestermodell Hyundai Ioniq. Aber uns interessiert auch so ein bisschen das externe Wettbewerbsumfeld und da warten wir auf den Golf 8 Variant GTE, den es dann in 2 Leistungsvarianten geben wird. Diese Woche kommt dann zu uns Skoda Octavia Kombi, der Audi A3, den findet ihr auf unserem Kanal, den Seat Leon es gibt den Opel Astra, den Toyota Corolla, den Peugeot 308, den Ford Focus Turnier, alle als Kombis, aber bisher nur den hier als Plug-in-Hybrid-Variante im kompakten Bereich. Kommen wir zum dritten Punkt, nämlich der Optik von unserem Kia Ceed Sportswagen PHEV. Deluxe White ist die Lackierung hier drauf, kostet 790 €. Euch interessiert aber, was ist PHEV, was ist Plug-in-Hybrid spezifisch hier außen? Ja, und erstmal haben wir eine geschlossene Kühlergrillmaske hier mit Diamantschliff. Wir haben hier unten
nur vorne den Stoßfänger der GT-Line, der Verbrenner. Serienmäßig haben wir hier immer die LED-Leuchten drauf. Ausstattungsvarianten sind Vision Spirit Platinum Edition. Serienmäßig haben wir auch 16 Zöller hier drauf. Hier sind 17 Zöller drauf. Hier vorne lädt man das Moped. Ja, und dann haben wir hier eine Dachreling in einem Silber-Look, eine Fensterumrandung in Chrom, hinten abgedunkelte Scheiben. Keyless Go erkennt man an diesem Knopf hier. Hier hinten ist der 37 Liter Tank und wenn man dann mal zum Heck geht, sieht man schöner sportlicher Dachkanten, Spoiler hier hinten drauf, hinten dunkle Scheiben, schöne LED-Leuchten, hier ein Inlay, Fake-Auspuff-Endrohre sagen die einen, die anderen sagen schönes Designobjekt, genauso wie hier hinten dieser Diffusor, kann man sagen, oder Unterfahrschutz, was weiß ich, Kia sieht. Und wenn der Nachbar vorne noch nicht erkannt hat, dass es sich um eine grüne Variante handelt, dann sieht er das an diesem grün-blauen Eco-Plug-in-Badge hier hinten am besten. Kommen wir zum vierten Punkt, nämlich der Anhängelast und im Kofferraum. 1300 Kilo kann man mit diesem Auto ziehen, 1,3 Tonnen. Wir haben eine elektrische Heckklappe, sehr schön, sehr praktisch. 437 bis 1506 Liter ist der Kofferraum groß. Und jetzt zeige ich euch was. Die Rückbank lässt sich sehr einfach so oder von eben den hinteren Türen umklappen. So haben wir eine ebene Ladefläche. Hier haben wir dann schön so eine Ladesicherung drauf. Aber das sind halt jeweils 188 Liter weniger als bei den Verbrennerkollegen. Warum? Ja genau, hier hinten ist der Akku. 117 Kilo ist der schwer. Da ist er. Hat eine Kapazität von 8,9 Kilowattstunden. Hier findet dann der Schuko-Stecker für die Steckdose Platz. Und hier in unserem Handtäschchen ist dann der Menneke-Stecker, Typ 2 Stecker, der 260 € Aufpreis kostet. Aber dazu kommen wir später. Kommen wir zum fünften Punkt, nämlich den Platz auf der Rückbank. Und jetzt ist es ja ein kompakter Kombi, man erwartet viel Platz, aber er ist 4,60 Meter lang. Und noch vor ein paar Jahren hätte man gesagt, 4,60 Meter, Kompaktklasse, bist du deppert. Ja, nicht nur hier der Seat Sportswagen ist so lang, sondern die Wettbewerber inzwischen halt auch ähnlich lang. Und der Innenraum profitiert natürlich deutlich, deswegen finde ich es gar nicht so schlecht. Ich habe genug Platz für den Kopf, natürlich einen hellen Himmel, ich mag dunkle immer lieber. Ihr seid da immer geteilter Meinung. Genug Platz für die Knie. Wir haben hier in diesem Sitzkomfortpaket Stoff in der Sitzfläche, Leder außen. Wir haben hier sehr moderne Armauflage mit Cupholder, können die flexibel umklappen, die Sitzbank. Seht ihr jetzt dann zum Beispiel hier, stufenlos, sehr praktisch. Was wir nicht mit ihr machen können, ist sie nach vorne oder hinten verschieben. Aber wenn man jetzt mal in die Tür schaut, dann ist es zwar Hartplastik, aber auch Klavierlack, sehr gut verarbeitet, robust. Da muss man sich echt nicht vor dem VW-Konzern verstecken. Ja, kommen wir zum sechsten Punkt. Ich habe meine Handtasche dabei und beschäftigen wir uns also ein bisschen mit dem Laden. Und ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Ich bin zwar Autotester von Beruf, aber dieses Laden, die verschiedenen Kabel, die machen mich fertig. Die machen mich richtig fertig. Aber beim Kia ist es eigentlich relativ einfach. Wir haben hier den Schuko-Stecker, hier fürs Auto, da rein und da für die Steckdose und dann ist der schon in 5 Stunden voll, sagen die einen. Die anderen sagen, ja, aber dann braucht man ja mindestens eine Steckdose zu Hause und oder am Arbeitsplatz. Stimmt, braucht er aus meiner Sicht auch bei Elektroautos, aber okay. Ja, aber dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit für die Leute, die sagen, ich bin Elektriker oder ich habe einen guten Draht zu dem oder einfach Geld. Ich schraube mir eine Wallbox zu Hause an die Wand für 800 €. Habe hier dann noch diesen Typ 2 Stecker, den Menneke-Stecker. So heißt der in dieser Handtasche. Ist übrigens ähnlich schwer, den da reinzubekommen, wie so einen Schlafsack zu verstauen. Habt ihr das mal gemacht? Ja, und damit kann man dann, 260 € habe ich das gesagt, das Auto in 2 Stunden 45 aufladen. Ja, 3,3 Kilowatt und das ist auch die Kapazität, die man dann auch unterwegs hätte. Aber ihr seht schon, das ist richtig kompliziert hier und das ist auch ein Grund, glaube ich, was ein bisschen traurig ist, warum die Leute die Autos gar nicht so oft laden, wie es eigentlich gut wäre. Was haben wir denn noch? Wir haben hier einen 37 Liter Tank und wenn man vom Normverbrauch von 4 Liter ausgeht, kommt man halt damit 900 Kilometer weit und ich stehe auf die Flexibilität. Ich stehe nicht drauf, dass Leute sich so ein Auto kaufen und es nie laden. Das ist scheiße, lasst das.
Kommen wir zum 7. Punkt, dem Motor, den Motoren, dem Akku. Ich mache euch den jetzt mal auf und erstmal wiegt dieses Auto 1533 Kilo, habe ich gelesen. Manche haben geschrieben 1,6 Tonnen, jetzt bin ich verwirrt, vielleicht wisst ihr. Ja, und dann hat der eben ein 1,6 Liter Saugbenziner hier drin mit 105 PS. Wir haben 8,9 Kilowattstunden fast einen Akku unter dem Kofferraumboden und wir haben 60,5 PS umgerechnet leistenden Elektromotor hier drin und eine Systemleistung, die wir ja nicht einfach addieren können, von 141 PS, was interessant ist. Im Vergleich dazu haben wir einen 1,4 Liter Benziner ohne E-Unterstützung, der hat 140 PS und da werden wir jetzt ein bisschen vergleichen. Dieses Konzept hier mit dem 7-Gang DSG ist im Vergleich zu einer reinen Elektrovariante sehr leicht. Im Vergleich zum Verbrenner ist er etwa 150 bis 200 Kilo schwerer, was auch noch, finde ich, akzeptabel ist. Ja, und dann haben wir hier einen Beschleunigungswert von 10,8 Sekunden auf 100. Der reine Verbrenner braucht 9,4. Der wird elektrisch 120 km/h schnell, insgesamt 195 km/h, während der reine Verbrenner 210 km/h schnell wird. Interessant wird es beim Verbrauch und da ist er angegeben nach NFZ mit 1,1 Liter bzw. 9,3 kW zusammen. Aber euch interessiert, ja, was hast du an Sprit gebraucht, Jan? Ja, 3,2, wenn der Akku geladen war, bis 4, wenn er nicht geladen war. Kommt in etwa auch ein bisschen immer drauf an, wie man mit dem Gasfuß umgeht. Und im Vergleich dazu hat halt der 140 PS Verbrenner einen Verbrauch von 5,5 Liter nach WLTP. Und wir sind den nie unter 6 oder 6,5 Liter sogar gefahren. Kommen wir zum 8. Punkt, nämlich dem Innenraum. Und ich oute mich jetzt mal kurz. Ich bin Kia-Fan. Warum? Ich finde, die machen in Korea kaum eine schlechtere Qualität als der Volkswagen-Konzern in den vergleichbaren Marken VW, Skoda, Seat. Ja, was haben wir? Die mittlere Ausstattungsvariante Spirit, Vision, Spirit und Platinum Edition gibt es. Dann haben wir das Technologiepaket für 790 € mit der elektrischen Heckklappe, mit der induktiven Ladefläche, das Navigationspaket hier für 990 € und das Sitzkomfortpaket für 990 €. Und die Sitze zum Beispiel, Stoff in der Sitzfläche, Leder außen, sind bequem, geben guten Seiten halt richtig gut. Ja, aber wir haben auch schon richtig viel serienmäßig hier drin, wie die 2-Zonen-Klima, die Sitzheizung, die Lenkradheizung, das 7-Gang DSG ist natürlich immer da, Electric Vehicle, Hybrid Vehicle als Knopf, Sportknopf, Parkpiepser hier vorne. Vielleicht ist das nicht ideal erreichbar, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Was haben wir hier vorne im Cockpit? Wir haben hier eine analoge Anzeige, geben wir gerade Energie aus oder rekuperieren wir hier vorne mit der Batterieanzeige unten der Füllung, rechts die Anzeige dann vom Tacho oder der Benzintank. Was haben wir hier? Wir haben hier so ein kleines digitales Element, 4,2 Zoll groß. Sehr interessant hier mit der Energieflussanzeige, einem Bordcomputer, allem, was man braucht. Und hier auf dieses System, ja, da ist man halt einfach stolz bei Kia. Warum? Serienmäßig 8 Zoll, optional 10,25 Zoll. Wir haben hier frei konfigurierbare Flächen. Wir haben hier das UFO-Connect-System mit Kia Live, Apple CarPlay, Android Auto oder Plug-in-spezifische Dinge, die man hier sieht, wie wieder eine Energieflussanzeige. Und hier oben sieht man dann schön, lädt dieses Auto gerade. Und das Praktische ist hier oben drauf montiert, damit man es eben auch schon von außen sieht. Und ganz ehrlich, der Innenraum ist so gut und so übersichtlich, ich könnte noch ewig davon erzählen, aber es wird leider den Rahmen sprengen. Kommen wir zum 9. Fakt, nämlich dem Fahren. Da ist er, der Kia-Schlüssel. So sieht er aus. Das Auto ist aus, wie ihr hört ihr nichts. Da machen wir mal die Fenster runter. Wie ihr hört ihr immer noch nichts. Ich mache euch hier mal die Energieflussanzeige rein. Schaut da drauf, da seht ihr, welcher Motor arbeitet, wie ist der Füllzustand. Jetzt fahren wir los. Wir hören immer noch nichts, Elektromotor arbeitet, aber es ist ein leichtes Surren da. Das ist für den Fußgängerschutz beim Vorwärts- und beim Rückwärtsfahren. Hier ist hier die Rückfahrkamera sehr gut. Wir wollen ja keine Fußgänger umbringen. Da ist jetzt wieder die Energieflussanzeige. Da vorne haben wir die auch drin. Links sehen wir, geben wir Energie dann aus oder rekuperieren wir, gehen wir also vom Gas und bremsen leicht, lädt der Akku wieder. Andersrum ist ein Elektromotor ein Generator und kann eben den Akku laden. Schön hier drin ist eben, dass dieses Auto eine tolle Spurstabilität hat, eine tolle Lenkung, querdynamisch echt gut funktioniert.
harmoniert. Die Federung ist tendenziell ein bisschen härter. Der Schwerpunkt ist natürlich tiefer als bei einem Exceed. Ich fahre dieses Auto richtig gern, auch wegen der direkten Lenkung. Was man natürlich sagen muss, der Sportmodus, ja, hier, den merkt man nicht so direkt. Das Auto wird halt ein bisschen lauter, ansonsten könnte man sich den sparen. Bei der Reichweite sind wir 50 Kilometer weit gekommen. Wenn wir es drauf angelegt haben, bin ich auch sicher, dass man 53 Kilometer weit kommt. Und beim Verbrauch haben wir es wirklich geschafft, dieses Auto zwischen 3,2 und 4,2 Liter zu fahren, was bombastisch ist. In der Stadt unterstützt der Elektromotor beim Anfahren bzw. beim Überholen, Boosten nennt man das. Perfektes Auto, klar kann man sagen, der ist ein bisschen zu schwer, aber das haben sie halt eben nun mal alle, die Plug-in-Hybride. Was er hat noch ist teilautonomes Fahren Level 2 mit einem Abstandsregeltempomat, mit einem Spurhalteassistent, mit einer Schildererkennung, mit einem Querverkehrwarner. Kommen wir zum 10. und letzten Fakt meiner Meinung und der preislichen Gestaltung des Kia Ceed Sportswagen Plug-in Hybrid. Erstmal, das ist ein Unicorn, der ist einzigartig auf dem Markt und ja, als Familienkombi in der Kompaktklasse ist der nahezu perfekt, richtig durchschlagskräftiges Paket, wie Mike Tyson damals. Was man sagen muss, er ist nicht so richtig schnell, er ist eher alltagstauglich abgestimmt. Will man jetzt viel fahren, beziehungsweise hat ein sehr grobes Gasfüßchen, dann ist vielleicht die 136 PS Diesel-Variante vorteilhaft, würde ich sagen. Aber der Staat hat ja mal wieder seine Fingerchen im Spiel. Statt 1% Dienstwagensteuer zahlen wir hier 0,5, was dieses Auto für gewerbliche Kunden und für Vielfahrer interessant macht. Außerdem haben wir für alle 4.500 € Kaufpreiserstattung, die zur Hälfte vom Staat, zur Hälfte vom Hersteller getragen ist. Brutto sind es sogar fast 5.000 €. Ja, und bei einem Einstiegspreis hier von 34.990 € liegen wir dann bei unter 30.000 € mit der Erstattung, beziehungsweise in dem Fall in der höheren Ausstattungsvariante Spirit jetzt, ja dann bei 36.190 €, minus 5.000 € sind etwa 31.000 €, was sehr gut ist und was dann auch sehr nah an den Verbrennerkollegen um den Diesel und den Benziner liegt. Gefällt mir richtig gut. Dazu haben wir 7 Jahre Herstellergarantie. Ja, nicht nur einmalig ist das Auto da unten, sondern auch wir von www.demautotester.de, eurem Autotester das Vertrauen. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube, auf TikTok. Abonniert das gerne. Ja, wir sind eben genauso einmalig wie selten und aktuell. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bin übrigens der Jan und bis bald.